Hallo, mein Name ist Philipp. Ich bin Juliane, das ist Valentin. Emmy habt ihr schon gehört und auch gesehen, das ist unsere 9-jährige Labrador-Hündin. Willkommen in unserem liebevoll renovierten Altbau. Dann kommt mal mit. Hier sind wir jetzt in unserem Flur-Eingangsbereich. Das war auch, als wir das erste Mal das Haus besichtigt haben, der erste Moment, wo wir uns sofort verliebt haben, weil es hier einfach so luftig ist und hell und dieses Treppenhaus und dieser große Eingangsbereich, das war einfach sofort Liebe. Haben dann auch versucht, moderne Lichter mit älteren Möbeln zu kombinieren. Zum Beispiel unsere Garderobe ist ein alter Jugendstil, Kleiderschrank aus demselben Jahr wie das Haus, 1910 ungefähr. Wir haben das Haus ja Ende 21 gekauft und wollten dann in 22 ganz gemütlich renovieren. Dann kam natürlich die Kostenexplosion, Covid, Krieg und so weiter. Während diesem Jahr 22 wurden alleine bei dem Elektrogroßhändler, wo wir vieles gekauft hatten, mindestens 4-mal die Preise erhöht. Tatsächlich war eigentlich gar nicht geplant, dass wir so viel selber machen. Wir dachten eigentlich in unserem jugendlichen Leichtsinn, dass wir das meiste machen lassen können. Ich würde sagen, wir haben sicherlich die Hälfte von allem selber gemacht. Und bis kurz vorm Einzug hatten wir keinen richtigen Strom hier und alles nur behelfsmäßig. Das war dann ganz spannend, ob wir das noch rechtzeitig hinbekommen. Willkommen in unserem Wohn-Ess-Bereich. Wir wussten von Anfang an nicht genau, wie wir hier die Aufteilung machen, haben uns dann dazu aber entschlossen, dass wir nach Möglichkeit einen großen Essbereich haben, dass wir hier mit Freunden zum Beispiel zusammensitzen können. Und hier waren uns auch wieder die Details wichtig. Zum Beispiel haben wir die Fenster getauscht, weil die alten waren alle einfach verglast und da ist uns alles reingepfiffen. Und wir wollten halt trotzdem so die Details mit dabei haben, dass wir irgendwie dem Alter des Hauses, dem Stil Rechnung tragen, haben geguckt ganz lang, dass wir die richtigen Griffe finden. Natürlich die Fenster irgendwie mit Sprossen mit zusammen. Wir hatten auch die Überlegung, ob wir die Heizungen austauschen, ob wir da was Modernes machen, haben uns dann aber auch doch wieder für die alten Sachen entschieden und sind da echt froh drum. Angrenzend ans Esszimmer ist jetzt praktisch das Wohnzimmer, wo wir dann abends in der Regel zu zweit miteinander sind. Und dann sind wir am Entspannen, am Zocken, am Lesen und sind auch hier ganz zufrieden. Ist nicht ganz so groß, aber es ist schön kuschelig klein. Wir lieben es richtig. Hier im Raum stand so ein alter Kamin, wo die Feuerstelle nur in eine Richtung war. Und ansonsten, wenn man da hinten gesessen hätte, hätte man nur den Rücken gesehen. Für uns war klar, dass wir das irgendwie anders lösen wollen und kamen dann bei einem Kaminbauer auf so die drehbaren Kamine. Das fanden wir eigentlich ganz witzig, dass egal wo du sitzt, also wenn du jetzt im Essbereich sitzt, dass du von dort halt auch das Feuer irgendwo mit dabei hast. Und wenn du, wie das in der Regel ist, abends gemütlich auf dem Sofa hockst, dann kannst du das in die Richtung drehen. Das ist für viele vielleicht irgendwie nichts Besonderes. Wir haben es total gefeiert, weil das jedes Problem gelöst hat. Bei den Lampen war es ein riesiger Krampf, weil die Decke besteht komplett aus Stroh. Das heißt, da trägt nichts. Alle paar Zentimeter haben wir dann Löcher reingemacht und die Kabel so rüber gehoben. Ich weiß nicht, wie es Profis machen, aber es hat so funktioniert. War aber dann doch eine krasse Arbeit. Aber irgendwie, zwischendurch haben wir nicht mehr daran geglaubt, dass wir da Lampen hinkriegen. Jetzt haben wir welche. Das war natürlich ein schönes Gefühl dann irgendwie. Jetzt gehe ich mit euch zusammen in die Küche. Das ist so ein bisschen mein Bereich, wo ich mich ausgetobt habe. Kommt mit. Es geht vom großen Flur hier in den kleinen und hier dann weiter in die Küche. Hier hat uns von vornherein die Fliesen, die haben uns von vornherein geflasht. Klar, die sind viele Macken und viele Stellen, die irgendwie abgeplatzt sind. Aber für uns kam es überhaupt nicht in Frage, die irgendwie auszutauschen, durch was Moderneres zu ersetzen. Ich war vor ein paar Jahren mal bei einem Kochkurs, wo es auch so ein Teppanyaki-Feld war und habe darauf gekocht und fand es so cool, weil ich es auch noch nicht kannte.
gesagt, Mensch, wenn ich mal eine Küche mir planen kann nach meinem Willen und wie ich es gerne hätte, dann muss so ein Ding mit reinkommen und ich feiere es immer noch so sehr. Alle haben immer gesagt, Mensch Philipp, du nutzt das Ding ja eh nicht am Ende des Tages, weil du nimmst, weil es schön aussieht. Aber tatsächlich fast jeden Tag im Einsatz und ich liebe es. Klar, es braucht lang zum Reinigen und deswegen aufwendiger, aber was wäre das Leben ohne so ein paar Schrullen, die man damit verwirklichen kann? Die Küche selber ist für uns ein total wichtiger Bereich, weil wir sehr, sehr, sehr viel hier unterwegs sind. Also in der Ecke morgens starte ich meistens und trinke dann noch einen Kaffee, fütter Valentin. Und hier geht auch so der Tag zu Ende, wenn ich abends nach der letzten Gassi-Runde hier noch ein Glas Wasser trinke oder noch irgendwas trinke und noch was lese. Also ist für uns schon ein sehr wichtiger Bereich. Obwohl er so wichtig ist, war er gleichzeitig während der Renovierung mit einer der härtesten Bereiche überhaupt, weil jedes Gerät ein eigenes Stromkabel braucht und die alle von der anderen Seite kommen. Das heißt, alle diese hunderte Kabel mussten dann über die Flurdecke von hier hinten überall rum verlegt werden an die jeweilige Stelle. Also dort oben an der Wand war praktisch so ein Stück aufgespitzt von mir, wo ich die einzelnen Kabel übereinander und miteinander verlegt habe. Das war der helle Wahnsinn. Und obwohl es so ein Act war, haben wir wohl irgendwas war nicht hundertprozentig bei den Kabeln oder bei den Geräten, ich weiß es nicht. In der Anfangszeit, als wir frisch eingezogen sind, hat es ein paar Mal beim Kochen, wenn alles unter Last lief, zack gemacht und alles war aus, Lichter waren aus und es ging nichts mehr. Jetzt funktioniert es aber, Gott sei Dank. Ja, ist echt cool, wir lieben diesen Raum. Hier war es auch recht herausfordernd. Hier waren überall im ganzen Haus mehrere Schichten Tapeten verarbeitet, teilweise 5, 6 Schichten, die wir alle über mehrere Monate fast einzeln runtergekratzt haben. Hier mit riesigen Leitern, dass wir auch oben dran kommen und alles runtergekratzt. Genau, die Treppe abgeschliffen. Hier war alles grün, rot, also rote Handläufe, grüne und braune Streben. Alles abgeschliffen und neu gestrichen. Die Fenster sind auch 100 Jahre alt. Hier haben wir nur die Gläser erneuert und die Gummis und die Scheiben in so einem alten Glas, aber wieder ersetzt, dass das auch wieder zum Altbau passt. Hier ist noch ein kleiner Balkon. Das war nur diese eine dünne Türe. Da hat super durchgezogen immer die kalte Luft. Und haben jetzt einfach dann noch eine richtige Balkontüre eingesetzt, damit es dicht ist und nicht ganz so kühl hier drin wird. Was man jetzt auch nicht mehr sieht, durch die ganze Stromversorgung mussten wir mit der Fräse hier Schlitze reinfräsen und das hat unglaublich viel Schutt produziert. Das war alles hier am Boden und auch die Tapetenreste war alles am Boden. Und das musste auch alles natürlich hier rausgeschafft werden und auf den Hänger geladen. Da war eine kleine weitere Herausforderung auch, dass ich schneller als geplant schwanger geworden bin und nicht mehr so mithelfen konnte, wie ich wollte. Weil ich wollte natürlich immer mithelfen, es macht mir auch Spaß und das war dann natürlich eine kleine weitere Herausforderung, mich da etwas zurückzuhalten. Weiter geht's im Gästezimmer. Und das Besondere hier in dem Raum war, dass auf diesem Boden ein dicker Teppichboden verlegt worden war. Den haben wir dann erstmal rausgerissen und dann kam eben dieser Boden zum Vorschein, aber nicht so wie er jetzt aussieht, sondern mit einer dicken Ochsenblutfarbe war der noch gestrichen. Da haben wir dann auch mehrmals drüber schleifen müssen. Noch einige Schleifblätter dabei kaputt gegangen. Und jeder einzelne Nagel, der in den Boden verlegt ist, musste dann noch einzeln reingehämmert werden, dass es beim Schleifen nicht noch mehr kaputt geht, die Maschine. Das war ziemlich aufwendig und dann kam aber eben dieser wunderschöne Boden zum Vorschein und da sind wir auch super froh, weil es ein richtig toller Dielenboden. Durch diese Zwischentüre geht es weiter ins Büro. Hier sind wir jetzt in meinem Büro-Sportraum. Es sieht relativ clean aus, aber wir verstecken unsere Sportsachen immer, wenn es dazu kommt. Zack. Und nach dem Training, besonders cool, gibt es die Stachelmatte, wo man sich ein bisschen selber die Rückenschmerzen austreiben kann.
schön ist er, gerade hier sitzen, wenn man irgendwie am Laptop was arbeitet und noch einen Kaffee trinkt. Das macht natürlich richtig viel Spaß. Und der Ausblick ist halt natürlich auch total super schön. Was hier das zeitaufwendigste war, sind die Türen. Die waren alle in bunten Lacktönen gestrichen, auch mehrfach, irgendwie blau, grün, gelb. Und uns waren auch diese Details wichtig. Wir haben auch lange überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir die Türen ordentlich bearbeitet kriegen. Hatten irgendwann mal den verrückten Plan, dass wir zu irgendeiner Firma gehen, die das in so ein Abbeitsbad macht und wieder rausholt. Unbezahlbar. Also war es dann doch wieder Handarbeit. Nicht sehr kompliziert, aber halt brutal zeitaufwendig. Wir gehen jetzt auch durch diese Tür weiter ins Kinderzimmer vom Kleinen. Kommt mit. Das war so für mich natürlich der wichtigste Raum, dass der schnell fertig wird. Also langsam hat sich doch ein kleiner Zeitdruck bei mir eingeschlichen oder bei uns allen, dass das ganze Haus auf jeden Fall fertig wird, bevor der Kleine hier auf die Welt kommt. Ja, und deswegen war der mir halt einfach wichtig, aber wir haben es auf jeden Fall rechtzeitig hinbekommen. Und dann würde ich euch noch unsere kleine Harry Potter Kammer zeigen. Ja, das sieht ja eigentlich aus wie ein Schrank, aber dahinter verbirgt sich eine Treppe. Und ich sage immer eben Harry Potter Kammer dazu, weil der hat ja auch unter so einer Treppe geschlafen. Und es ist ein kleiner Stauraum und hier links geht es dann noch hoch, versteckt in unseren Schlafbereich und unser Wohnzimmer oben. Hier habe ich noch eine kleine Schminkecke, mein Brautkleid, von dem ich mich noch nicht trennen kann, deswegen habe ich es aufgestellt, aber ist ja auch ganz hübsch. Als wir hier das erste Mal waren, war es noch sehr drückend, weil hier die Decke war. Das heißt, wir haben hier die ganze Decke runtergerissen und haben oben drüber dann noch so eine Art Spitzboden entdeckt. Da waren dann irgendwelchen alten Matratzen und alte Kleidung. Das war so ein bisschen creepy. Du weißt nie, was du da findest. Aber war dann doch eine richtig gute Entscheidung, weil wir auch diese Balken total schön finden und die unbedingt freilegen wollten. Wir haben die auch tatsächlich gar nicht behandelt. Die sehen so schön einfach aus und waren immer so. Ich nehme euch mal mit ins Badezimmer. Hier war auch wieder wie bei vielen anderen Dingen das Thema, dass man aus der Not eine Tugend machen muss. Warum ist das so? Das hier ist ein alter Kamin. Der ist nicht mehr aktiv, der ist tot, geht unten drunter auch nicht weiter. Also war die Überlegung, naja gut, dann reißen wir ihn weg, dass wir hier Platz haben. Aber was passiert dann mit dem Dach? Muss man da dann neue Decken oder muss man da eine Stabilität reinbringen? Wussten wir nicht. Wir wussten aber, wenn wir es machen, wird es wahrscheinlich wieder sehr teuer. Also haben wir gesagt, nee, komm, bleib drin. Und wir nutzen das einfach als Erweiterung von der Dusche und als Abtrennung zur Toilette. Das wieder aus der Not eine Tugend gemacht und wir sind total froh mit der Entscheidung. Wo wir uns ein bisschen verplant hatten, waren die Waschbecken. Wie ihr seht, durch den Kamin ist hier halt der Durchgang recht eng. Da haben wir in der Planung gedacht, oh Gott, wir dämmen noch die Wand und dann kommt das Waschbecken mordsweit raus. Und wir kommen hier gar nicht mehr durch. Deswegen haben wir ein möglichst schmale Waschbecken gesucht, was gar nicht so einfach war. Jetzt haben wir diese Kinderwaschbecken, wo es gar nicht so einfach ist, sich zu richten. Also im Vergleich, das ist meine Hand, das ist das Waschbecken. Ich glaube, das macht einen ganz guten Eindruck. Aber irgendwie hast du dann auch wieder eine coole Story, weil jeder spricht einen an auf die Waschbecken, warum wir so Puppenwaschbecken nehmen. Und ja, das ist, wenn man als Amateur plant, kommt sowas halt bei raus. Also es war ja schon immer eigentlich ein Traum von uns, in einem Altbau zu wohnen. Und viele mögen auch jetzt keinen Altbau, die haben uns dann auch abgeraten und oh nein, mach das nicht. Aber ja, das
war uns egal. Wer soll das alles putzen oder so? Ja, genau. Und die ganzen Anstrengungen und die ganzen Geschichten und alles, was schiefgelaufen ist währenddessen total nervig, aber hinterher ist es irgendwie total toll, weil man drüber lachen kann und man verbindet halt mit jedem Raum, mit jedem Ding irgendwas und weiß noch, wie heftig es war, bis es so weit kam. Und ich glaube, deswegen fühlt man es irgendwie mehr. Das war die Tour durch unsere liebevoll renovierte Altbauvilla. Wir hoffen sehr, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch weitere spannende Häuser sehen wollt, schaut hier oder abonniert den Kanal. Danke. Tschüss.